Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute sind wir nochmal bei den Hopfenextrakten, von denen ich 3 Stück mehr gemacht habe. Im letzten Video hatten wir ja schon ein paar von diesen typisch englischen Hopfen, die etwas besser in Deutschland jetzt erhältlich sind. Ich habe hier noch ein paar andere und da machen wir jetzt ein ganz kurzes Video drüber, damit ich das mal kurz beschreiben kann. Ich habe hier Pioneer, Flyer und dann den in Deutschland relativ typischen Brewer's Gold. Von beiden wieder einen Hopfenauszug gemacht, carbonisiert, indem ich da so eine Nachgärung nachgestellt habe. Und dann gucken wir mal, wie es riecht und schmeckt. Also Pioneer. Ja, sehr intensiv, hopfig. Man riecht es sehr deutlich. Leichte Zitrusnoten. Und dazu hat er noch so eine, so eine leicht piney Note. Also so ein ganz klein bisschen so Fichtenaroma, aber nicht so harzig, wie andere Hopfen schon mal waren. Ja, das ist wirklich nur so ganz leicht würzig, kräuterig. Ich probiere mal. Der ist angenehm, er ist nicht sehr bitter, aber er hat eine sehr pinienölige Note auf der Zunge. Das ist wirklich nicht harzig, aber es ist genauso ungewöhnlich und auch so intensiv. Das heißt, der bringt sehr viel mehr Geschmack ein als die meisten anderen Hopfen und ob der Geschmack so wirklich das Gute ist und passt, müsste man dann im jeweiligen Bier sehen. Nicht schlecht. Schmeckt überhaupt nicht zitronig, aber sehr deutlich so, ja, fichtennadelmäßig. Jetzt haben wir hier den Flyer. Oh wow, der ist zitronig. Auch ein ganz klein bisschen dieses Fichtenartige. Ich finde es interessant, dass ich immer in meinen Videos zufällig so Sets habe, wo einige von denen sehr gleich riechen. Aber es ist deutlich zitroniger als der andere. Genau. Aber auch so ganz klein. Also hier ist es wenig Fichtennadel, viel Zitrone, bei dem Pioneer ist es umgekehrt. Mhm. Der ist ein bisschen bitterer und dafür weniger Geschmack. Also fast gar keiner. Ganz klein bisschen auch dieses Fichtennadelige. Aber er ist nur so ein bisschen knackig bitter, so ein ganz klein bisschen, so Durchschnitt würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Hopfen. Während der andere das gar nicht hatte und er ist wirklich so ein, ja, bisschen. Achso, ich hatte noch ein Aroma, während ich einen Schluck genommen habe. In der Nase. Und zwar ist das so irgendwie so Litchi oder Mango, eins von den beiden. Es ist eine etwas tropischere Variante von Mango, während andere Hopfen ja mehr so zwischen Mango und Ananas irgendwo rumschweben. So eine säuerliche Fruchtigkeit. Das hier ist wirklich ganz klar und hell. Es könnte Litchi sein. Es gibt ja auch Hopfen, die mit Litchi beschrieben werden. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das einer ist, aber kann ja sein. Ich habe die Hopfen, die ich noch nie benutzt habe, wieder nicht rausgesucht, weil ich möchte nicht vorher irgendwie erklärt bekommen, wonach das angeblich riechen soll. Bei dem Brewer's Gold habe ich schon ein bisschen Erfahrung beim Brauen mitgesammelt. Ja, sehr interessant. Eine sehr, sehr komplexe Mischung. Auch der Geschmack so leicht unterstützend bei dem, was man riecht. Was ein bisschen besser jetzt von diesem Wasserextrakt riecht und schmeckt als bei dem anderen. Müsste man im Bier ausprobieren. Aber die sind beide sehr interessant fürs Bier. Während ich, glaube ich, bei dem letzten Set welche dabei hatte, die waren so gar nichts. Okay, also Brewer's Gold habe ich schon mal in Hopfen, in Bieren benutzt. Und zwar meistens als 10-minütige Zugabe, auch einmal in Whirlpool, glaube ich. Ich hatte mal einen Wildhopfen benutzt und den im Whirlpool getestet gegen den Brewer's Gold, weil ich den Eindruck hatte, die rochen ein bisschen ähnlich. Und tatsächlich war der dann auch als Whirlpool-Aroma genau gleich. Das ist so eine Mischung aus so einer ganz leicht fruchtigen Note, ähnlich wie so englische Hopfen, aber nicht East Kent Golding, der sehr deutlich ist, sondern mehr so Richtung Fuggle, Whitbread Golding. Und dazu haben die dieses kräuterig-würzige alle drei. Und ich meine, ich habe den auch schon mal mit Whitbread Golding verwechselt, als ich ein Bier getrunken habe, wo ich mich nicht mehr erinnert habe, was ich reingetan habe. War jetzt vor kurzem, also je nachdem, wann das Video rauskommt, ist es vielleicht schon was länger her. Ja, der riecht ganz anders als die anderen. Der hat dieses Fruchtige jetzt auch. Es geht so ein ganz klein bisschen in Richtung dunklere Früchte, aber nicht so deutlich wie zum Beispiel bei Brandon Cross. Das würde ich jetzt so als eine Pflaume einordnen. Könnte auch eher so eine Klode sein. Also einfach nicht so. Es ist nicht so ein richtig dunkelfruchtiges Aroma. Aber es ist schon ziemlich deutlich. Es ist ziemlich klar. Also, das finde ich immer interessant, dass man. Ich hatte ja schon mal Sets, da hat man wirklich kaum irgendwie einen Unterschied gerochen und der hier ist jetzt ganz anders als die anderen.
Ja, hat auch diese leichte Kräuterigkeit, aber die ist sehr, sehr schwer zu riechen. Und der Haupteindruck ist wirklich tatsächlich René Claude, würde ich sagen. Was schmecken wir? Ja, ganz leichte Bitterkeit, kaum wahrnehmbar. Und der ist auch sehr neutral vom Geschmack. Also er ist wirklich einfach nur so ein ganz klein bisschen so eine Hopfigkeit da drin. Das geht noch nicht mal in die Richtung Fichtennadeln wie die anderen beiden, sondern wirklich einfach nur so ein bisschen Hintergrundgeschmack. Schwer festzulegen. Da können wir jetzt überlegen, ob das so ein bisschen wie Thymian schmeckt. Da hatte ich, glaube ich, einen anderen Hopfen letztes Mal auch. Irgendwie so Richtung Kräuter geht es schon. Aber es ist schwer festzustellen. Da müsste man jetzt einen Geruchstest mit einzelnen Kräutern nehmen machen. Und ich habe immer den Eindruck, dass es bei Hopfen schon sehr selten ist, dass die klar wie etwas schmecken oder riechen. Da müsste man schon immer so sagen, oh ja, es geht so in Richtung Thymian, Lavendel, Oregano und Basilikum. Und dann guckt man sich als Kunde die Beschreibung von dem Hopfen an und denkt, die haben alle einen an der Waffel. Naja, aber der René Claude-Geruch, der ist deutlich, der ist klar da, den wage ich zu benennen und wenn man das möchte, kann man ja mal überlegen, ob man sowas zum Hopfenstopfen in Bier reintut, so ein Pale Ale und guckt, wie das Aroma verändert. Ich kann ja zu der Intensität mit diesem Aufbau hier wenig sagen, weil ich das nicht abwiege. Ich tue einfach ein paar Pellets immer rein oder manchmal auch Dolden, je nachdem, wie ich den Hopfen da habe. In diesem Fall waren es jetzt alles Pellets, die meisten Hopfen, die ich habe, sind Pellets. Und ja, dann merkt man halt einfach nur, dass die sehr intensiv sind. Die waren jetzt alle drei sehr intensiv, die hatten auch von der Flüssigkeit gut Kohlensäure, also dieser letzte Satz, das waren die letzten 4 und die 3, die ich fermentiert habe, die haben sehr gut funktioniert. Ja, und dann würde ich sagen, kann ich jetzt noch ein bisschen aromatisiertes Wasser trinken und mich daran erfrischen. Und dann gucke ich mal, wann ich die mal in einem Bier einsetze. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wieder Brautag ist. Bis dann.